Willkommen zurück zu Persona 5 Royal und ja, es gibt nicht viel zu tun. Kawakami ist gesperrt und Oya. Ich werde keine Zeit mit Oya verbringen, die unnotwendig ist. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in den Jazzklub so. Können wir einfach mal gucken hier. Das Schild verrät manchmal gerne so ein paar Sachen. Der Cocktail des Tages ist Universalblubber. All deine Werte verbessern sich. Dieser wundersame Drink hilft deiner Ausdauer und deiner Seele. Klingt doch super. Der Musikabend ist am 5. September. 5. September, Cocktailabend. Ja, keine Ahnung. Merke ich mir oder merke ich mir nicht. Genau, auf jeden Fall können wir halt immer mit einer besonderen Person, also mit einem Teammitglied unserer Wahl dahin gehen. Und dann halt, naja, dessen Werte stärken. Und ja, machen wir das mal. Soll es auch helfen, dir dich zu entspannen, über Dinge zu reden, die dir sonst schwerfallen. Als Chef der Phantomliebe könntest du vielleicht einzelne Mitglieder hierher einladen. Keine schlechte Idee. Oh, für Minderjährige servieren die offenbar alkoholfrei Cocktails. Ja, sorry, Mona, dass du keinen Alkohol bekommst. Universalblubber. Ha. Klingt doch super, ne? Wie es scheint, tritt an manchen Tagen ein Sänger auf. Und das ist wieder am 5.9. Keine Ahnung. Hör mal auf. 5.9. Jazzklub. Steht jetzt hier auf meinem Final Fantasy Zettel. Genau. Also das stärkt die Person oder so, ne? 3000 Yen machen wir. Das ja, Geld wird langsam knapp, aber muss halt Morgana. Ja. Ich glaube, das mit jedem einmal gemacht zu haben, wäre, glaube ich, ganz cool. So, fangen wir mal mit dem besten Goal überhaupt an. Ja, geh im Regen spazieren. Viel Spaß, Mona. Hey. Was nicht mal mit Akechi-kun hier? Ich bin Mu und ich leite diesen Jazzclub. Freunde von Akechi sind hier immer willkommen. Aber wie draußen schon steht, ich darf keinen Alkohol an Oberschüler ausschenken. Also gibt's ein alkoholfreies für dich? Thanks for coming in. Eintritt. Aber wenn es halt Eintritt ist, ein kostenloses Getränk. Ja, cool, ne? Ich verstehe das Konzept. Wer hätte gedacht, dass du auch so Orte kennst? Das ist wirklich unglaublich. Oh, hier ist gerade so viel los. Ich sehe mich lieber um, wenn weniger Menschen hier sind. Kiwi. Mit Schale. Sollte Cocktails trinken als Erwachsene? Ja, aber mit Alkohol. Neulich habe ich ein Rezept aus dem Internet gekocht und es hat einen sehr starken Geschmack gehabt. Ich mag es eher dezent, deswegen war ich ziemlich überrascht. Aber meine Schwester hat es ganz normal gegessen. Wir haben total verschiedene Geschmäcker, so ist das. Mit dir zu reden hat mir geholfen, mich an meine Entschlossenheit zu erinnern. Dankeschön. Genau, alle Werte haben sie um 1 erhöht. Aber Makotos TP und SP haben sie auch erhöht. Sehr cool. So what should we do today? Let's see. Want to eat together? You know, like how we had hot pot that one time. That may be a good idea. It'll be a great way to strengthen our intra-squad friendships. Und ich habe Nudeln. Na, was wolltest du drin? Und du wolltest Nudeln drin haben, Just, genau. I can do that. Okay, I'll take a cola and an omelet with rice. Oh, and make that a large, please. I'd like the same. Hast du Geld dabei? No, but this is for Futaba's sake. Was? Fine. You owe me, got it? I want the same. Extra large. I ate loads. Damn, Futaba, I'm impressed. Indeed, your appetite is quite nice to see. I much prefer that to women who don't eat a lot. Wenn die beste Kundschaft einfach, deine Ziehtochter wie heißt das? Ein Verurteilter und ihre Freunde sind. Man kennt das. You better not be hitting on me. Was hat er gesagt? Ich mag es, wenn Frauen auch nicht zu lang. How rude. Sojiro, help me. Will you stop that?
So does this mean her training's going good? Es läuft prima. Let's go with that then. Hey, let me make you guys some after-meal coffee. It's on me. Thank you. I want iced cocoa. You can't handle bitter stuff either, right? Iced cocoa sound good? Er hat so gesagt. Yeah, definitely. Extra cold, please. Ach so, also er hat Ryuji gefragt. Ja, das ist aufmerksam. I don't think we've ever had a lunch this lively. It's lots of fun. Ach, Futaba. Ich will immer Futaba durchknuddeln. Hey, was machen wir wegen des Strandurlaubs? Die hat angefangen viel mehr zu reden, ne? Morgen? Das ist zu früh. Vor unserem Kalender steht schon, dass wir, glaube ich, am Dienstag gehen, ne? Wann passt es dir? Übermorgen wird es hinkriegen, glaube ich. Der steht am Montag im Kalender drin. Auf jeden Fall steht es im Kalender drin. Finish up now. The beach is finally within reach. Ich hoffe, das Wetter ist besser. So. Als die letzten Tage. Okay. Hey, hey! Ja. Mega Dünger. Das wird alles sehr schön. Das dürfte eine Weile reisen. Oh ja. Oh. Die gute Hifumi. Gucken wir mal, was sonst noch so ansteht. Ja, Kawakami, ne? Dann gehen wir zu Hifumi. Mittlerweile sollten wir doch die Persona alle haben, glaube ich, oder? Wir hatten so ein paar Sternhammer, sehr gut, Kodama. Ich habe jetzt angefangen wie wir links. Ja, komm, dann fahren wir doch direkt zu ihr, so. Aber vielleicht, kriegen wir dann noch eine Info von ihr, die ich damals nicht bekommen habe. Weil ich halt sie nicht so weit genug gelevelt hatte zu einem gewissen Zeitpunkt. Wäre ganz cool, theoretisch. Ganz genau, der nächste Gegner ist endlich ein Profi. Mein Kunde ist ein hohes Tier im Verband der Shogi-Profis. Ich habe mich echt ins Zeug gelegt. That's... Ist der Junge ein Fan von dir? Nein, Mutter. Das ist mein Shogi-Freund. Ich habe dir doch mal von ihm erzählt. Dein Shogi-Freund, ja. Ich will nur eins klarstellen. Ich hoffe, du hast keine seltsamen Gefühle für Ifumi. Mutter! Wie du sicher weißt, darfst du dich nicht mit Jungen verabreden, junge Dame. Du hast mit deinen vielen Fotoshootings eine ganze Reihe neuer männlicher Fans gewonnen. Yes. Du kannst 50 Kerle wie ihn haben, wenn du berühmt bist. Das ist ein Kompliment. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Du musst mich wach bleiben. Ah, gut. Sorry. Du darfst keine Jungs treffen. Genau. Meine Mutter hat die Regel aufgestellt, weil die meisten Shogi-Fans Männer sind. Mein Vater ist krank und kann nicht arbeiten, also muss meine Mutter das Geld verdienen. Meine Mutter war TV-Moderatorin, musste aber aufhören, um meinen Vater zu pflegen. Mein Vater war Shogi-Profi, er ist ein ruhiger Typ, aber bei Shogi hat man seinen Willen gesehen. Er hat nie gezögert, wie ein König. Ich habe ihn sehr bewundert und auch mit Shogi angefangen. Aber nachdem er immer alles in Shogi gesteckt hatte, ist er eines Tages plötzlich zusammengebrochen. Für meine Mutter war es, als hätte Shogi ihren Traum und ihren Mann gestohlen. Und trotzdem drängt sie mich weiter zu spielen. Sie will, dass ich ihre Träume verwirkliche. Ich sollte lieber arbeiten, um Geld für uns zu verdienen. Ich will Profi werden, um genug Geld zu verdienen, damit meine Eltern keine Sorgen mehr haben. Ich mache Fotoshootings und Interviews in der Hoffnung, dass das ein bisschen Geld bringt. Aber ehrlich gesagt fällt es mir sehr schwer. Hast du das deiner Mutter gesagt? Naja, sie genießt es auf jeden Fall, nach so langer Zeit wieder mit den Medien zu tun zu haben, aber... Niemand sieht mich mehr als Shogi-Spielerin. Sie erkennen mein Können nicht mehr an. Ich spiele Shogi nicht, um zu meinem Idol zu werden. Ich liebe einfach meine Eltern und will ihnen helfen, das alles irgendwie zu schaffen. Ich darf vor einer Partie nicht an so negative Dinge denken. Also spielen wir. Heute fordere ich dich mit vielen Angriffszügen heraus. Das bringt dir bei, wie du dich bei heiklen Situationen befreien kannst. Aus heiklen Situationen befreien kannst. Du kannst versuchen zu fliehen, selbst wenn du vom Gegner auf Single bist. Das ist auch cool. Alright. Kakao einfach. Bist du bereit? I'll start.
Und Wissen gestiegen, sehr schön. Until next time. Until next time. Oh, hallo, hast du kurz Zeit? Ich entschuldige mich für das rüde Verhalten meiner Mutter vorhin. In letzter Zeit ist sie nicht so gut drauf. Meine männlichen Fans machen ihr so langsam Sorgen. Ich wollte dich auf keinen Fall verletzen. Ich möchte mich für die entschuldigen. Keine Sorge. Vielen, vielen Dank. Ich werde mit ihr darüber sprechen. Es war auf jeden Fall sehr erfolgreich, was Noten angeht, aber ist egal. Es gibt ja andere Mittel. Okay, was gibt's heute? Okay. Noch ein Tag. Morgen geht's ab zum Strand. Ey, bist du da? Sorry, aber ich brauche Hilfe beim Abwasch. Hilf mir beim Abwasch. Ja. Als ob es so schlimm ist, Zeit mit Futaba zu verbringen. Jetzt mal ganz ehrlich. Want anything, Futaba? Orange juice, 100% natural. Natürlich. That reminds me. You're going to the beach tomorrow, yeah? Go have fun and make up for the fireworks. Just try not to cut loose too much. Was meint ihr mit nicht so wie beim Feuerwerk? Dass es nicht regnet, das ist, glaube ich, so ein bisschen damit gemeint, ne? Fireworks? Oh, yeah. You wouldn't know. He tried to go to a firework festival, but it got rained out. Not only did he get crushed in the crowd, but he came home looking like some kind of drowned rat. Fireworks, huh? Hello. Oh, welcome. Oh, you're... Huh? You know each other? Wait, aren't you... I'm Akechi. Oh yeah, the one on TV and stuff. So what brings you here, Mr. Detective? This place is more than I imagined it to be. The atmosphere is wonderful. No wonder Sai-san recommended it so strongly to me. I already told her everything I know. There's nothing more I've got for you people. Oh no, that's not my intention. I just came to enjoy some coffee. Oh, And she is? Oh, you must be Wakaba Ishiki's. what'll it be? I'll have whatever you recommend. Coming right up. It seems I'm unwelcome no matter where I go. Naja, es liegt daran, dass du aussiehst wie Light Yagami. Da kann man nicht viel gegen machen. Das überrascht mich. Did I bother you? My apologies. Apparently, my mother was in a relationship with some lowlife of a man. Aha. She was swiftly discarded when he learned she was pregnant. That despair would lead to her death. Thanks to him, I was passed from foster home to foster home. But I do quite well by myself these days. Ah yes, Majed. To think they'd be taken down by another hacker. I'm not sure whether Majed was defeated by the Phantom Thieves themselves, or an avid supporter. You're Futaba-chan, right? Sai-san told me about you. Many kids your age seem to be fans of the Phantom Thieves. Do you like them too? What's the matter? You're popular too, Ace Detective Akechi. Thank you. Although I'd rather not be compared to people like the Phantom Thieves, if at all possible. This is delicious. You get to drink this coffee every day? I'm incredibly jealous. I would never have thought you'd be boarding at this cafe. We seem to share some kind of bond. Ich glaube, wir haben sogar bei unserem letzten Treffen darüber gesprochen, dass ich in einem Café wohne. Ich weiß nicht genau, wie viel genau ich gesagt habe, aber es war auf jeden Fall so ein bisschen Thema bei unserem letzten Date. Scheint so. Thank you. I believe that fate brings people together. It's strange, but talking to you is thought-provoking. Well, I think I found my go-to cafe. Es scheint nicht so eine einfache Vergangenheit gehabt zu haben, ne?
Wenn, keine Ahnung, seine Mutter anscheinend sehr, sehr früh gestorben ist, so, also sehr, sehr früh wirklich, so, ne? Und, naja, der Vater sonst wer ist, so. Sonst wo ist. Ich schalte mal um, wenn ich ihn sehe. Piep. Komm jetzt da raus. Ich bin vor dem Leblanc. La Blanque. Casab. Oh. Wanna light fireworks? Can we? I bought some. Ist Morgana mitgekommen? I went by myself. I just ran into Mona on the way back. I'll go get Sojiro. I was worried, so I decided to follow her. She was able to buy everything on her own, though. If she can do that, she should be good to go. Plus, she did a great job dodging that ace detective. Das ist wahr. Sojiro, hurry! We're gonna have a firework Oh, festival! Morgana ist gerade so richtig süß, so. Hold on, Futaba. I haven't even put out my cigarette yet. Come on, don't get the smoke on me! Den geh halt weg! Super double move! Whee! Will you listen to... Hey, the cat doesn't like the smoke. Keep the flames away from him. Danke, Soshiro. Dang! I made a huge one! Sojiro, look! Right. Just be careful, okay? Memories of summer, huh? Okie dokie. I'm gonna do 10 now! No! Geh halt weg, Mona. Oh. Strand. Super. Make sure you keep an eye on her. It's tough enough going solo, let alone watching over someone else. Still, going to enjoy the beach. We can finally have a good time. So, was haben wir hier? Arbeit für dich. Gucken wir gleich mal. Nice. Kann ich mal gucken. Habe ich jetzt gestern nicht so gemacht wegen Kreuzworträtsel, so, ne? Dass die Leute dich verjagen kann, ne? Was ist das da? Speicher mal ab. Also gucken wir noch mal kurz. Iwai. Shihaya ist genau gesperrt, weil Mentos Quest, ne? Dann machen wir Iwai so, ne? Vom Gehängten habe ich es auch bestimmt, ne? Persona. Gehängter, sehr gut. Weiß ich könnte auch kurz zu Shihaya gehen. Ne? Mach ich es auch. Ja, wenn es dann wirklich mit dem Geld nicht mehr reicht. Ich habe noch nichts verkauft in dem Spiel, so, das kann ich immer noch machen. What shall we do? Affinitätsdeutung. Da werde ich mal Hifumi einen Push geben. Here we go. Ich glaube halt auch. Ja, ich glaube danach haben wir auch nicht mehr so viel Gelegenheit, irgendwie was zu machen. Von daher passt das halt auch so. Mit dem Geld, dass wir dann halt irgendwann halt ins Mementos gehen, ne? What do you think? Das ist jetzt zu Iwai hier. In Shibuya gibt es einen Obdachlosen, der von einem gewissen Problem weiß. Bring ihn dazu, über das Gerücht über einen Deal in der Unterwelt zu reden. Aber du hast keinen Verdacht erregen. Okay. Du willst das über Untergrundgeschäfte wissen, ja? Du weißt, dass du alles, was du brauchst, im Internet finden kannst, oder? Oder suchst du vielleicht nach mehr? Ich sehe es in deinen Augen. Wer hat dich geschickt? Das kannst du nicht sagen. Du erhältst einen Ehrenkodex, ja? Nicht schlecht spielen könnt. Okay, tu einfach, als würde ich einfach vor mich hinbrabbeln, ja? Und ich verspreche nicht, dass ich auch was Nützliches sage. Also so um Neu herum kann einen der Bosse der Hongkong-Mafia nach Japan. Gab wohl einen Riesendeal mit einem asiatischen Investor. Ging so um 100 Millionen Yen.
Eigentlich müssten über so ein Riesengeschäft viel mehr Leute reden. Vielleicht haben sie irgendeinen Luxusclub gemietet, um es möglichst privat zu halten. Aber ich habe nichts davon gehört. Okay, das war's. Gehe. Der Laden ist so beeindruckend, wie eh und je. Echt toll, Ewei. Yeah. Schön, das von dir zu hören, Zuda-san. Zuda. Ne, warte. Zuda war nicht sein Sohn. Vor allem nicht bei der Musik. Mit so einem realistischen Modell könnte man gut einen Krieg anfangen. Wirklich. Die sind unglaublich, aber jetzt muss es gehen. Yo. Willkommen. Okay, weil ich nehme von allem, hast du mir gesagt, dass ihr ein Exemplar ist. Ich brauche ein Arsenal. Wie lange dauert das? Kommt doch an, wie schnell die Teile ankommen. Manches muss wohl durch den Zoll. Wie lange das Zeug da festhängt, kann ich nicht beeinflussen. Sag, Mune. Wie heißt dein Sohn? Kaoru-kun, oder? Stimmt. Tja, wenn du nicht pünktlich lieferst, muss ich ihm wohl ein kleines Geheimnis verraten. Wenn es ein junger Bursche wohl reagiert, wer so ein junger Bursche wohl reagiert, wenn er erfährt, dass sein Vater in der Yakuza war? Das wird wohl dramatisch sein für euch beide, ne? Wir sehen uns wieder. Tut mir leid, dass du warten musstest, Kleiner. Shit. Das war also Zuda. Yeah. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber wie lief es heute? Hast du etwas Nützliches erfahren? Ein 100 Millionen Yen Deal. Und zwar um Neujahr herum. Würde mich nicht wundern, wenn Zuda etwas damit zu tun hatte. Er prahlt wohl seit Neujahr immer, dass er gewaltig abkassiert hat. Ich muss selbst noch ein wenig nachforschen. Gute Arbeit jedenfalls. Mit diesen Informationen kann ich Zuda einen schönen Schrecken einjagen. Gib alles. Ha, das versteht sich von selbst. Ich kann es kaum erwarten, Zudas Gesicht zu sehen. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Und alles nur dank dir, Kleiner. Du bist echt ziemlich nützlich. Ich bin auf jeden Fall gut dabei, Noten zu sammeln heute. Ich bin begeistert. Alright. Hey, ich geh dann mal früher heim, ne? Go. Wir sehen uns. Later. Later. Jo, ich wollte jetzt nur kurz warten, bevor ich zu Kaoru zurückkehre. Du hast mir definitiv gute Informationen besorgt, ehrlich gesagt, weiß ich das zu schätzen. Aber Zuda kennt jetzt dein Gesicht, das könnte ein Problem werden. Ist das eine Drohung? Nee, das ist es nicht. Ich wollte dich nur warnen. Dank heute weiß Zuda, dass wir etwas miteinander zu tun haben. Das heißt, dass die Aktion mit Masa bei ihm nicht funktionieren wird. Naja, vorbei ist vorbei. Wir sehen uns, ne? Futaba will be in your care today. Make sure you don't let any dudes try to hit on her. Ich mach nur nicht. Ich passe auf sie auf. Good. As long as you understand. I'll be counting on you. Hey, can we go already? Are you sure you'll be all right? It's just a day trip. Don't underestimate me. Right. Sorry. Guess I just have to let it go. Have fun, but be careful, you two. Man, it's packed. Sorry for the wait. Got a better opinion of me now? What? Cat got your tongue? Come on. Are we messing around?
This is perfect! Also schon ein schicker Bikini, also schon dieser Bikini so. There's Die nothing Rüsche mag ich. about that. Das ist auch mal Stay Makoto. still for a second. You'll be just fine. Oh, it's so hot. Den Satz habe ich schon mal von dir gehört. There's a lot of people here. Are you okay, Futaba? I'm fine. You guys are here. It's almost lunchtime. No! The squid's staring at me! It's cooked, so don't worry. Would you even eat squid if I'm not around? Why don't we eat lunch too? I'll go get some stuff for us then. You're eating that even here? My staple food. Instant-Nudeln ist ekelhaft. This should be a familiar flavor. Yet how does it taste so good? What's up, Makoto? You ain't eating much. Not feeling well or something? You just don't get it, do you, Ryuji? When a girl's in a swimsuit, she wants to look as slim as possible. Still, you're worrying too much. Did you make sure to eat breakfast? Mona lacks tact. So, what do we do now? Should we play some beach volleyball? Bitte nicht. Oh, sorry. Us girls already made plans to ride a banana boat. We could only rent a 3-person one. Sorry. Wait, then what about us? Keep an eye on our stuff. Na toll. Hell no! Why you gotta treat us like that? We're celebrities making headlines. You should treat us better. I do think they're not bad in the metaverse, but in reality, strange, isn't it? They can steal treasures, but they don't seem like they can steal a girl's heart at all. But, Lady An, can we get to the banana boat already? Oh, sorry. We'll go now. We'll switch when we're done. Keep an eye on our stuff for us. Banana! Banana! The sand's way up! It's dangerous if you run around like that. Here's a Ned, you don't get how amazing we are. We risk our lives being phantom thieves. There's no way we're the same as other guys around here. Shouldn't we be having more good times in reality too? Du bist ein Arsch, Ryuji. No, we're special. Don't you agree, Yusuke? Es macht einfach Spaß, Ryuji zu beleidigen. Es tut mir leid. Well, if you put it that way, you may be right. An and the others don't get it because they're always around us. Hey, how do we get Lady An to notice how amazing we are as phantom thieves? Well, you gotta steal, you know what? Badeanzüge? You moron, that's a crime. What we're gonna steal in reality are girls' hearts. I see. I just need to prove my skills in reality as well. Let's steal all the hearts with the skills we've honed as phantom thieves. I'm sure girls will be all over us considering the vibes we give off. Very well, let's do this. Pulling off our work in reality doesn't sound bad. Get settled then. So, Mona, you're in charge of watching over our stuff, okay? Huh? All right, let's hurry up and go. Hey, what the hell? Get back here! Don't leave me behind! Wie soll Mona denn die Sachen beschützen, so? Ich bin 20 Jahre älter als ihr. Gott.
Ich glaube, es ist ein Grusel, dass zu dritt auf eine Frau losgeht. Was ist das denn? Von Juska. Was hat Juska gerade gesagt? I don't know. The ocean just looks kind of bland to me. Leg dich ab. Don't say that like I'm the only one who messed up. We were going at it as a team, right? Nö. Did someone follow us here? Something tells me we're being watched. Kriegt Ryuji endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient hat. Really? You think one of those girls changed her mind? OMG, it's the Golden Boy himself! And he's already got his own little entourage. We really did teach him right, didn't we? You? Oh no. What are you guys doing here? Oh, sometimes we just gotta get out of the city, forget the nightlife, breathe fresh air, enjoy some eye candy. We thought we lost our protege. Who would have guessed our vacay was actually the call of fate? Oh, what's with the look? Don't believe in fate? Or did you really not have fun last time? You gonna tell us you saw yourself in all that chiffon and felt nothing? I don't think I felt what you guys were hoping. Tut mir leid, aber ich finde es echt witzig, wie Ryuji von diesen Leuten belästigt wird. Ich würde die Polizei rufen, so. Also ganz ehrlich, ich würde die Polizei rufen, so. Oh, honey, I get it. Everyone's nervous. Weil Ryuji ist offensichtlich nicht daran interessiert, nicht genauso wenig. Just an hour. So, We gotta go. was it something I said? Ich hab auch keinen Bock mehr auf die, sorry. Sorry. No more makeovers. By the way, where's Yusuke? So this is where you two were. I've been searching for you. What are you doing with those lobsters? While you were busy with your interrogation, I found these beautiful specimens on sale. And so I decided to spend the last of my money on them. Man, Ach, Ryuji. you're real hopeless when it comes to cash. Wait, you were watching us? Why didn't you help? Apologies, but I was entranced. The moment I set eyes on this distinct shape, I was in love. I haven't had my very core shaken as vigorously as this since the first time On entered my gaze. Good for you. Die armen Hummer. We're here with friends. Come on, don't lie to us, baby. How about you come for a nice cruise on our boat? There's going to be a party too. Tons of celebrities and industry people will be coming along. Ja, und? Are you even listening to us? Sorry about the wait. Huh, so we were serious about being here with friends. That's what we've been saying from the start. Don't you find it boring spending your time with kids like them? Wir sind genauso Kinder, boah, ey. It's far more interesting. Also than manche anything Menschen involving hier. you two. What was that? Hey, let's just let the children have fun with fellow children. We'll be going now. What creeps? Thanks for coming in like that. Für dich immer. Those guys just wouldn't stop pestering us. Sie hatten Glück. What do you mean? If things had gone bad, you would have just sent him to the hospital. Never mind. It's nothing. By the way, where are Futaba and Morgana? Ooh, are those lobsters? One in each hand. I was wondering about that myself. Are you going to make them into sashimi? Or perhaps roast them whole? Das ist übrigens mal eine Tierquälerei, die leben noch so. Will ich mal nur kurz was angemerkt haben. Enough of your vile postulations. These are purely for the sake of visual appreciation. We did tons of stuff today. All in all, I guess coming to the beach was pretty worth it. Kann man überhaupt lebende Hummer kaufen? Schön, dass sie jetzt was zusammen machen.
We should probably start heading home. Agreed. Let's pack up. Futaba seemed fine in the crowd, too. So it looks like she's overcome her last exercise. Hey, Futaba! We're going home! Stop standing around and help us! You know, all this time, I thought that it was my fault that my mom died. Uh-huh. It's because everyone said that I killed her. I ended up hating this world. That's why I shut myself in and covered my ears. I wished my mom would come back to life. Sometimes I'd wake up and think it was all a dream. But nothing had changed in the world. That's why I'd sleep again. It'd be a repeat of that. I loved my mom. I wanted to become like her. How she'd work late into the night. How she'd wake up early and make me a boxed lunch every day. How she'd do her best to further her research. How she'd scold me for peeking at her notes. It was cognitive science, wasn't it? The cognitive world can become distorted through desires. If it becomes distorted, a person begins exhibiting problematic behavior in reality. That cognitive world disappears when you remove its core, and further problematic actions stop. Isn't that about palaces? That's the metaverse. She knew about that? It made no sense back then. But now I understand after it actually happened to me. All I thought about was my mom. I was trapped in a cognitive labyrinth. I couldn't get out of it. There was nothing I could do by myself. That's why you asked us to steal your heart? That's a huge jump in logic in so many ways. At first, I didn't believe the rumors about the Phantom Thieves, that they steal hearts. But I overheard you accidentally. I learned that you were near me. Overheard? Ah, the bug. So why were you listening in on Leblanc in the first place? I had to keep an eye on Sojiro, make sure he was actually working. Talk about an awful hobby. You talked about stealing hearts. When I heard that, I was so happy I jumped up and down. I thought maybe the Phantom Thieves could cure my heart. You could have just told us from the start. You might have been wary of me if I asked out of nowhere. And besides, you could have been bad guys. That's why I cautiously got in contact with you. I checked many times to see how you'd react. Yes. You had us twisted around your little finger. But Futaba, you didn't talk to anyone besides Boss for a long time, right? You must have needed a lot of courage to contact the Phantom Thieves. There were two reasons for it. One was Medjed's taunt. The Phantom Thieves were so pitiful, it frustrated me. I would have been in trouble if they got disbanded too. Indeed. You were our only hope. The other was what I heard through wiretapping Leblanc. Sojiro was being blamed with lies, like abusing me. He was being threatened to spill everything about my mom. Talk about making shit up. It made me sad. I thought, I have to save Sojiro. I gotta do something. So that's why. But the Phantom Thieves, I didn't think you guys would be taking such risks for me. I didn't think you'd worry about me so much. I'm sorry that I acted like I doubted you guys. Do you believe in us now? Yeah, I can tell. You aren't bad guys. Yuji vielleicht schon so. That's why I have a request. Let me join your team. There's nothing to join. You're already one of us. I'll be honest. Changing people's hearts isn't my goal. I want to learn what happened to my mom. The reason why she was killed. Killed? It was written in her notes. Should the self in the cognitive world die, the self in the real world would lose consciousness. Is this about mental shutdowns? Then the criminal that Kaneshiro mentioned. Yes. That could be the case. I don't like pursuing this line of thought.
But perhaps your mother's shadow was... I don't know for sure. But right before my mom died, she didn't seem right. In what way? No matter how much I talked to her, she wouldn't answer back. And she didn't jump into the road, it was more like she collapsed and fell in. That's why I thought what was written in the notes was real, and looked into it. I read books, checked theses that were released online. I even snuck into the networks of various research labs to look at their classified data. That's why you're good at hacking. What kind of brain do you have? Alter. Ey, Alter. Du bist so gut, Alter. But I didn't figure anything out. My mom's research was nowhere to be found. She was killed by someone, and her research was treated like it never existed. I bet it's them. Those adults in the black suits who read the fake suicide note. I'll never forgive them. Futaba. If I stay with you guys, I think I can find out more about that world. And eventually, it might even lead to those men in black. It's a super personal reason why I want to join you. Is that okay? Wir If brauchen anything, you're dich. dependable. Ain't that right, Mona? Why are you looking at me? Are you trying to say I'm inadequate? Also für mich klang es eher, dass er aber nach deiner Meinung gefragt hat. So. Well, she was more useful than you, as a matter of fact. Boryoji. Hey, that's inexcusable! This is what our phantom thieves are like. But I hope we get along, Futaba. Thanks. Let's leave those two be. Why don't we lose no time and decide on Futaba's codename? What's that? It's not cool if we called each other by our real names. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen. And I'm Fox. In Futaba's case, hacker wouldn't be right, would it? Nö. Mech? Mecha Bandicoot? PC? Geht schon in eine gute Richtung. No. Why don't we go literal and call her Goggles? Super lame. You've got no taste, kitty. In your face. Do you have any good ideas for Futaba's codename? Brille hat noch gerade Internet. Pharao. I'll curse you. Dankeschön. What would you want it to be, Futaba? Oracle. With my That's good. vision, I'll guide you all to victory. Sounds great! Futaba will be Oracle. But man, I never even dreamed that the rumored phantom thieves would be so close. Same goes to you. To think you'd be the daughter of a metaverse researcher. Talk about a mysterious fate. Should we get going then? Yep, let's go home. Yes. The incident with Medjed seems to have been more effective than predicted. This should spur the Phantom Thieves' support even more now. I agree. There are effective ways to use the Phantom Thieves. Now would be the best time to dispose of unnecessary trash, whether they're connected to us or not. Hey, Ich habe gehört, dass du ihr einige Tage Gesellschaft geleistet hast. Danke. Gerne doch. Das können wir nicht länger ignorieren. Der Schützling sorgte dafür, dass die Leute mentale Infarkte haben, die sie dann umbringen. Wir hatten bei Kamoshida auch mal eine Sorgen, deswegen weißt du noch. Psychotische Störungen und mentale Infarkte. Es wäre schon logisch, dass derselbe dahinter steckt. Ich werde ihm die Scheiße aus dem Leib prügeln. In meinem Traum kam ein Mann vor. Und jetzt Leute mal richtig davon erzählen, Joker, ganz ehrlich. Mac Templar, so. Damn it, Ryuji. You always find the worst possible things to say.
Das alte Pärchen, das es betreibt, wird offenbar von fiesen Bauspekulanten bedrängt. Das Kino steht wohl einem neuen Bauprojekt im Weg. Das Kino, ja. Bauspekulanten. Hast du einen Namen? Eine neue Mementos-Quest ist auch super, ne? Da haben wir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, ne? Ja komm, speichern kann man auch mal. Jetzt halt die Zeit. Ja, ein bisschen haben wir noch. Ja, kurz mal schauen, die Anfragen so. Ja, 6 schon. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar, bis wir dann ins Mementos gehen. Wir haben davon geredet. Foto, gönn mal. Das ist ein süßes Foto. Ja. Die will Hilfe haben. Nein. Boah, sehr ekelhaft. Oder Sushiro, ne? Kann ich denn nie jetzt? Na, kann ich auch nicht. Ja, geben wir noch ein bisschen Geld aus, ne? Ist ein bisschen unschön, aber muss halt, ne? Vor allem braucht er Iwai das jetzt auch, ne? Affinitätsdeutung. Ja, wie gesagt, wenn wir dann irgendwann Geld brauchen, dann können wir ein paar Sachen verkaufen. Nicht Soshiro, sondern Hifumi. Here we go. Sehr schön. What do you think? Was würde er denn trotzdem Soshiro machen? Weil hab ich einen Hierophanten? Sollte ich eigentlich das haben. Ich hab einen Hierophanten, sehr gut. Kaffee Leblanc. Hi. Thanks. Bist du nie einsam? Du bist schon so lange Single, hast du das Heiraten aufgegeben? Was hältst du eigentlich von Soshans Leben und Einsamkeit? Ich bewundere es. Bewundere ihn so viel du willst. Aber du solltest nicht in deine Fußspuren treten. So oder so ist das Einzige, was in meinem Leben zählt, ein zufriedener Gast. Hey, war sie besonders aggressiv, oder? Noch schlimmer darf es nicht werden. Aber eine gute Bewirtung zeichnet sich wohl durch das richtige Maß und Distanz aus. Wilkinson, Sword. Du weißt einfach nicht, wann du aufgeben sollst, oder? Gerade habe ich etwas äußerst Interessantes erfahren. Futaba war die ganze Zeit nie in der Schule und immer alleine. So eine schlechte Erziehung. Ach ja, und was hast du für sie getan? Das weißt du ganz genau. Es wird Zeit, dafür zu bezahlen. Sei nicht albern. Futaba hat ein schreckliches Leben bei dir. Und du hast den Großteil des Erbes für sie erhalten. Reicht dir das denn nicht? Wir können das auch vor Gericht klären, aber wer behält wohl Recht? Ein Verwandter oder ein bloßer Vormund? Du. Und von diesem Jungen gar nicht erst zu sprechen. Ich weiß alles über ihn und seine Vorstrafe. Du bist also ein Vater, der sein Kind nicht in die Schule lässt und einen Straftäter aufnimmt. Nicht das richtige Umfeld für Futaba, oder? Da liegst du falsch. Was war das? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Geh nach oben. So, Shiro, ich bin hungrig. Oh. Futaba schon lange nicht mehr gesehen. Futaba. Genau was meinte. Sie ist ein geistiges Wrack. So geht es mit ihr nicht weiter. Sie hat nur so reagiert, weil sie dich hier gesehen hat. Muss ich mich wiederholen vor Gericht, hast du keine Chance. Jetzt gib mir einfach das Geld. Nun, ich hoffe, du entscheidest richtig. Ich komme wieder. Futaba, du sollst nach Hause gehen. Ich bring dich hin. So, Shiro. Futaba geht es gut. All das Drama hat sie erschöpft. Sie ist sofort eingeschlafen. Dieser Mann ist Futabas Onkel. Nach Wakabas Tod wurde Futaba bei den Verwandten herumgereicht. Er war als letzter dran. Er hat sie schlecht behandelt, gab ihr nie zu essen und ließ sie auf dem Boden schlafen.
Sie durfte nicht einmal duschen. Als ich davon erfuhr, musste ich einschreiten. So eine schreckliche Behandlung. Konnte ich nicht zulassen. Darum nahm ich Futaba bei mir auf. Ich gab ihm etwas Geld und dachte, es würde reichen, aber jetzt will er noch mehr. Ich frage mich, wie er mich hier gefunden hat. Vielleicht hätte ich ihn dafür nicht bezahlen dürfen. Futabas zu retten war kein Fehler. Danke. Wer hätte gedacht, dass du mich einmal trösten würdest? So oder so. Es ist meine Schuld, dass Futaba so lange alleine war. Ich wusste nicht, wie sie es überwinden sollte. Ich machte ihr Curry und stellte es vor ihre Tür. Ohne euch wäre es wohl immer noch so wie damals. Verdiene ist es, als Futabas Vormund zu sein? Ich denke, die Antwort lautet nein. Das heißt, Blut ist dicker als Wasser, oder? Was wohl für Futaba am besten wäre? Sorry. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund habe ich das Gefühl, dir vertrauen zu können. Als ob du in mein Herz blicken könntest. Du musst wohl wirklich besonders sein. Oh. Du kannst Kaffee kochen für SP. Cool. Also Kawakami kann Kaffee kochen für uns. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie auch den Kaffee machen können. I'm going home. Ey. Futaba schläft schnell ein und ich wollte dich nicht in die Sache hineinziehen. Geht's dir gut? Meine Güte, du musst auch mal an dich denken. Ich weiß, das aber zu schätzen, dankeschön. Wir sehen uns morgen. Oh, hey, I know this is out of the blue, but, like, could we all meet up at Leblanc tomorrow? Klar. Ah, sweet. That worried tone. Could he still have summer vacation homework left to do? Was that Morgana? Whoa, how did he know? I actually called it. Anyway, I've already hit up Makoto and the others. I'll be counting on you to get me through this tomorrow. You gotta be kidding. Might as well get some sleep while we can. That black thing was... me? That can't be true. I'm supposed to be human. I should be. If we get rid of the distortion in the depths of mementos, I'm sure it'll all be fine. Sorry, did I wake you up? Schlecht geträumt. Oh, my sunburns were hurting and that woke me up. I was absorbing all the sunlight because I'm black. Don't you get it? Alles gut. Ich bin für dich da. I'm not sure what to do when you give me an honestly concerned response like that. By the way, it's not like I'm bothered by this or anything, but hypothetically speaking, okay? What would you do if I turned out to be some weird... thing? Mich würde es nicht stören. I'd be bothered by it. If what I saw from earlier is true, is it okay for me to stay with the Phantom Thieves? And even if I'm with the team, I'm useless at the moment. It's nothing. Well, I've gotten pretty used to my life as a cat, too. And to be frank, this storage room isn't bad either. Then again, I can't wait to turn back to being a human so I can move out. Maybe I'll live a life of luxury in a suite on the highest floor. But rather than becoming some weird thing, maybe staying as a cat isn't so bad either. You and me made a deal, yeah? That means I can stay here. Isn't that right? Das ist richtig. Thought so. Don't forget what you just said, okay? Ich bin immer für dich da, Morgana. Ah, die Riesenheilung, sehr schön. Come on. Let's hurry up and get to sleep. Wir haben schon geschlafen. Gute Nacht.
It'll be fine, right? Oh, I'm done. As for me, I'm done for. Talk about a cliched way to end your summer vacation. I can't believe you hadn't even touched your homework until last night. Well, everyone's free to spend their time as they choose. I guess some people just can't help themselves. I'm sorry. Come on, I think he's learned his lesson. More importantly, why don't you folks take a break? Boss! Oh, you're a lifesaver. I'm gonna go pick up some groceries. Mind the shop for a bit. Geht klar. The sports club has aggressively applied kinesthesiology to the team's practices. By incorporating their lab's findings on human efficiency into the training regimen, they have developed a... Oh, that reminds me. Isn't there a female athlete from our own school who's made the news? Ja. An athlete? Oh, do you mean the one in gymnastics? Yeah, her! The one everyone's saying is super cute. Oh yeah, Yoshizawa, right? Wasn't she gonna be in the summer meet? Or is that already over? Ah, about that. Makoto? Well, I just happened to overhear a couple teachers discussing it when I was heading to school the other day. Yoshizawa-san's results in the meet, they weren't exactly stellar. I see. There seemed to have been a great many people expecting her success there. It's gotta be tough for her. Yeah. Ain't there one more meet left this year in gymnastics, though? Shit must be rough right now. But if she can nail that one, who cares what anybody at school says? Oh, that also reminds me. So, I just so happened to bump into Mishima-kun before summer vacation started. Mein Beileid. And? He seemed really mad. Ich finde übrigens Makotos Federtasche sehr, sehr süß. I asked him what was wrong, and he showed me some posts on an underground site about our school. It pretty much said the school's planning to abandon any honors student who isn't actively making Shujin look better. Schule. Whoa, wait a sec. There was no name, and it sounded like just another rumor at first. But could this be about Yoshizawa-san? Who knows? Still, ever since the case with Kamoshida, the school's been frantically trying to improve its public image, right? At the very least, this abandonment of honor students would fall in line with the school's real mission. I can't deny the possibility that they would do this to Yoshizawa-san. They dump all their hopes onto their athletes, and if they don't cut the mustard, they're out like the rest of the trash, huh? Regardless of whether it's true or not, such behavior is extremely self-serving. Just like we've thought this whole time. There's still tons of shit wrong with society. Yeah, we don't know what'll happen to Yoshizawa's spot on the team, but at the very least, we can keep up our efforts to prevent the worst case scenario. Next up, our spotlight's on a topic everyone's talking about, the Phantom Thieves incidents. The Phantom Thieves shocked the world by silencing a globally notorious hacktivist group. Their popularity goes beyond our own borders, with foreign media following them closely as well. Many are heralding them as dark heroes and gentlemen thieves for a new age. Whoa, this is getting pretty crazy. So the whole world really knows about us. Man, it's hot. Oh, ein Kreuzworträtsel. Genau, Mementos wird weiter öffnen. Irgendwann gibt es ja Mementos, ne? Muss halt nur passen. Na kommt. Das fährt der Mörder meiner Mutter. Oh, ich bin Schweiger. Sorry. Gut. Wir können auf jeden Fall was machen, so. Aber es ist auf jeden Fall Soshiro. Oh. Ich dachte, ich hatte Level Up bei ihm bekommen. Geht dann doch nicht. Oh ja.
Na gut, das sind meine Sorgen für die nächste Folge. Ich will mal kurz mal in den Kalender reinschauen. Oder ist aber übermorgen wieder Schule? Sah ein bisschen aus. Sommerferien. Erster Schultag, alles klar. Seniorentag, keine Ahnung. Zwischenprüfung. Hier ist die Prüfung. Okay. Das ist im Oktober. Wir haben schon bald Oktober, fuck. Da wird gleich noch weit hin, aber jetzt ist bald Oktober so in Game. Ja gut, und dann sind die glaube ich im Dezember nochmal Prüfung, ne? Winterferien und die Abschlussprüfung, alles klar. Dann machen wir doch nochmal das Kreuzworträtsel zum Abschluss. Wenn es zu heiß ist zum Schlafen, nackt. Was? Englisch für los, go. Shigo. Treuer Unterstützer ist ein Ventilator, ganz wichtig. Joint im Discord. Was haben wir hier? Anlage für Luftwechsel, Lüftung. Eine Lüftung. Wo ist das F da? Dann haben wir hier noch eine Kugel bitte. Eis. Suti. Wenn es zu heiß zum Schlafen ist. Heiß. Hitze. Irgendeine Hitze. Gluthitze. Wer zum Teufel sagt Gluthitze? Alright. I see. Nice. Gut, Leute. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und beim nächsten Mal, ja, beginnt wieder die Schule. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.